Jo, was geht Leute, King NDB ist am Start. Dies ist die zweite Folge von Das Problem von und dann einfach ein Anime dranhängen. Heute geht es um Baki 2018. Es geht! Baki 2018, der Anime, der seine Erstveröffentlichung 2001 hatte. An sich ist das ein cooler Anime, wegen den brutalen Kämpfen. Ich meine, welcher Mann und vielleicht die eine oder andere Frau wünscht sich in einem Anime keine geilen, skrupellosen Kämpfe. Dieser Anime hat neben den coolen Kämpfen meiner Meinung nach insgesamt mehrere essentielle Probleme. Das erste Problem ist, dass der Fokus nicht auf Baki liegt. Das einzige, was wir von Baki in den vorhandenen Folgen gesehen haben, ist, dass er mit Kusei rummacht. Er hatte legit nur 4 Auftritte, die nicht befriedigt haben. No homo. Am Anfang mit Speck, wo er fertig gemacht worden ist, dann gegen Yanagi, da war er auch zu schwach. Gegen Sikorsky hat er auch kurz gekämpft und als letztes gegen Sikorsky und Yanagi im Tag-Team. Das hat sich gereimt. Bei keinem dieser Kämpfe hat er 100% gegeben, das hat so unnormal genervt. Gegen Speck hat er wie gesagt komplett abgelöst, gegen Yanagi auch. Gegen Sikorsky hat er komplett dominiert, aber sein Kampf wurde von Oliver beendet. Ich kam nicht mehr klar. Da sahen wir mal Baki all out und dann beendet Oliver den Kampf. Noch beschissener kann es nicht sein. Gegen Yanagi und Sikorsky hat er komplett dominiert, aber nach ein paar Fäusten ist er einfach mit Kusei abgehauen, obwohl er sie die Niederlage hätte bringen können. Um nochmal zusammenzufassen, im kompletten Anime hat Baki keinen einzigen Ausbrecher getötet oder besiegt, nicht ein einziges Mal. Lasst mich euch eine Frage stellen, ist das wirklich ein guter Anime? Kommen wir zurück zu Oliver. Oliver hatte viel zu viel Screentime bekommen. Insgesamt waren es 5 Folgen. Und jetzt kommt's, das wird euch aus den Socken hauen. Passt auf. Er ist nur ein Support-Character. Er ist nur ein Support-Character, aber kriegt trotzdem so viel Screentime. Damit ihr genau denselben Schmerz spürt wie ich, gebe ich euch ein gutes Beispiel. Sagen wir mal, es würde ein Naruto-Special kommen über die Nachkriegszeit und wie Naruto Hokage wurde. Dieses Special würde dann nur aus 24 Folgen bestehen, also viel zu wenig. Und jetzt stellt euch vor, Tenten würde davon 5 Folgen bekommen. Ein schrecklicher Gedanke, wa? Ja, genau so habe ich mich gefühlt. Okay, ich habe vielleicht etwas übertrieben, weil ich muss sagen, die Folgen mit Oliver waren unterhaltsam, aber trotzdem, ich wollte einfach mehr von Baki sehen. Oliver habe ich eigentlich toleriert, aber nachdem er den Kampf von Baki geklaut hat, stehe ich mit ihm auf Kriegsfuß. Mit Oliver einleitend können wir das zweite Problem direkt ansprechen. Es gibt einfach viel zu viele Charaktere. Oliver war eigentlich unnötig, auch wenn es cool war. Am Anfang waren es nur die Ausbrecher versus den Arena-Kämpfern. Es war ein faires 5 gegen 5. Man dachte, dass der Kampf auch nur in dem Rahmen ausgeführt wird, aber dem war nicht so. Doide zum Beispiel hatte viele Kämpfe gegen Leute, die nicht in der Anfangsszene dabei waren. Darunter Oliver, der eigentlich nicht auf der Liste stand. Genauso wie Katsumi, von dem er sogar besiegt worden ist. Oder gezähmt. Sikorsky hat auch gegen viele gekämpft, darunter waren Jakama, Gaia, unser geliebter Oliver und am Anfang gegen Igari und Co. Die waren ebenfalls nicht auf der Liste. Speck hat gegen Hanayama verloren, das ging klar. Also weil Hanayama ja bei der Anfangsszene dabei war. Dorian hat gegen Doppo verloren, das geht auch klar. Von allen Support-Charakteren hat mich Motobe am meisten genervt. Ey, der kommt mir hier einfach von der Ecke und besiegt Yanagi. Als das kam, hat Baki für mich keinen Sinn mehr ergeben. Die haben einfach irgendeinen Charakter genommen von Baki 2001, von dem wir fast gar nichts wissen und haben einfach Yanagi besiegen lassen. Anstatt dass der Shibukawa besiegt, die waren doch sowas wie Rivalen oder so. Warum gönnen die den nicht? Er war doch auf dem Weg zu ihm. Es wäre optimal gewesen, wenn es einfach nur bei den 5 gegen 5 geblieben wäre. Ein weiteres Beispiel ist, dass die Ausbrecher am Anfang richtig gefährlich dargestellt worden sind. So gefährlich, dass die mir sogar angefangen haben, Angst zu machen. Aber im Verlauf der Story werden sie alle einfach nur zu Bitches vor den Arena-Kämpfern. So wie Sikorsky und Doyle besiegt worden sind, das ist ja Fremdscham. Doyle wurde einfach gezähmt, wie so eine Katze oder so. Und Sikorsky wurde von Jack und Gaia von hinten genommen, komplett. Das war aber schön mit anzusehen, aber dass Gaia das beendet hat, das hat einfach keinen Sinn ergeben. Ach egal. Ich find's nicht schlimm, wenn einer stärker als der andere ist, aber man sollte nicht die Antagonisten so schwach darstellen. Das nimmt einfach nur die ganze Spannung. Das nächste Problem und das nervigste ist die Folgenanzahl. Baki hat nur 24 Folgen und bis Folge 23 sind alle Ausbrecher besiegt worden. Außerdem hat Baki komplett seinen Fokus verloren. Der alte Baki aus 2018 wollte unbedingt stärker als sein Vater sein. Der jetzige Baki will einfach nur mit Kusei sein. Also ich habe schon viele unzufriedene Enden gesehen, aber das
Das war einfach nur komisch. Muhammad Ali und sein Sohn? Warum? Was haben die mit Baki zu tun? Wollten die uns ärgern? Anstatt dass die letzte Folge daraus besteht, dass Baki und Yujiro kämpfen, zeigen die uns Muhammad Ali, sein Sohn und wie Baki langsam stirbt. Durch ein scheiß Gift. Naja, wahrscheinlich wird alles im Manga erklärt, aber falls der Anime nur 24 Folgen besitzt und keine zweite Staffel kommt oder so, dann hat dieser Anime meiner Meinung nach versagt. Jo, das war's mit dem Video. Mir hat die zweite Folge echt Spaß gemacht. Wie fandet ihr das Video? Steht mir so bei den Problemen, die ich angesprochen habe? Schreibt es in die Kommentare. Abschließend will ich noch sagen, dass der Anime an sich cool ist, aber ein besseres Storytelling würde den Anime nochmal auf eine andere Ebene bringen. Ja, ne?